Heute bei den Late News steht der AfD-Kommunalpolitiker Markus Hoffmann aus Bremerhaven unter dem Verdacht, versucht zu haben, 98 Kilo Kokain im Gegenwert von 8 Millionen Euro nach Deutschland zu schmuggeln. Zudem wollte er das Kokain nicht auf der Straße verticken, sondern er meinte, dass man das locker in 1 oder 2 Wochen im Bundestag los wird. Immerhin macht nun das Akronym AfD endlich einen Sinn. Denn es steht dafür, auf Drogenhandel stehen mindestens 5 Jahre Gefängnis, du Vollidiot. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus unzähligen Leserbriefen aus dem Playboy, den ich nur, wie wir alle, wegen der Nackedei-Bilder kaufe. Und wegen der Leserbriefe. Nur wegen der Leserbriefe. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann haue mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, Butten und Binnen vom Radio Bremen auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Bonn, wo Anja Karliszek sich immer noch fragt, was wohl Emok Lev beim Start der neuen App vom Bildungsministerium bedeutet. Außerdem gibt es nachher die einzig wahre Videospielkritik zum neuen Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red, einem Action-Rollenspiel aus der Welt des Pen-and-Paper-Rollenspiels Cyberpunk 2020, dessen größte Stärke es ist, nicht von Blizzard oder EA entwickelt worden zu sein. Na, mal schauen, ob es an seinen geistigen Vorgänger The Witcher 3 rankommt. Hauptsache, ich kann mein Auto Plötze nennen. Oder wie in echt, die Stripperin. Aber kommen wir zuerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Ich war eigentlich immer recht unmusikalisch in meiner Kindheit. Trotzdem bestand meine Tante Erna darauf, dass ich Klavierunterricht bekommen musste, da sie immer meinte, dass wenn eines Tages alle beruflichen Stricke mal reißen sollten, man immer noch als Pianist ein paar Mark verdienen kann. Dass man aber auch als Pianist bzw. Pianistin vor den Trümmern seiner eigenen Karriere stehen kann, erlebte die kanadische Pianistin Angela Hewitt kürzlich in Berlin-Wedding. Da sie bei Konzerten immer nur auf ihrem eigenen Konzertflügel spielt, muss dieser jedes Mal aus ihrer Wohnung gehievt werden, um zum Auftrittsort gebracht zu werden. Und beim letzten Heraushieven passierte das, was immer kommen muss, zumindest jedem Buster Keaton-Film nach. Ihr geliebter Flügel stürzte zu Boden und zerbrach in 1000 Stücke. Zum Glück war der Flügel gut versichert, doof halt nur, dass er beim Sturz auch noch einen Buster Keaton-Nachmacher zerquetscht hat, der die Chance nutzen wollte für eine lustige Aufnahme. Währenddessen in Gifhorn. Vor ein paar Monaten hatte ich bereits an dieser Stelle über den als Problemwolf bekannt gewordenen GW924M berichtet, dessen Name zeigt, dass er bekanntlich vom Geschlecht der Greywolves aus Westeros stammt. Das Land Niedersachsen hatte es geschafft, fast 500.000 Euro an diverse Jäger bezahlt zu haben, die Greywolf erfolglos über Monate jagten. Beste Ausgabe seit der Abfindung von Mirko Slomka nach 4 Monaten bei Hannover 96. Hier ein kleiner Tipp an Niedersachsen. Erst einmal nicht mehr so viel rummachen mit den Schafen und zweitens Jäger erst bezahlen, wenn sie geliefert haben. Nur leider muss ich jetzt mitteilen, dass keine 5 Minuten vor den News die Nachricht über den Ticker kam, dass Greywolf leider verstorben ist. Und leider hat Greywolf das zur Strecke gebracht, was schon so viele Tiere das Leben gekostet hat. Nämlich, er ist leider sturzbesoffen Auto gefahren abends und dabei dann tödlich verunglückt. Derweil in San Francisco. Was leider nicht viele wissen ist, dass ich ein brillanter Gitarrist bin, der schon auf unzähligen Alben bekannter Stars wie Beyoncé, Ariana Grande und Ed Sheeran die Leadgitarre gespielt hat. Teilweise so gut, dass Beyoncé, Ariana Grande und Ed Sheeran das überhaupt nicht mitbekommen haben. Dementsprechend verfolge ich mit großem Interesse auch den Urheberrechtsstreit, den es um den Song Stairway to Heaven von Led Zeppelin seit schon fast 40 Jahren gibt. In ihm ging es darum, dass Jimmy Page den Gitarrenriff aus dem Song
von einem anderen Musiker geklaut haben soll, dessen Song er angeblich vor fast 50 Jahren einmal im Radio gehört haben soll. Jedenfalls hat nun das Gericht entschieden, dass Jimmy Page den Gitarrenriff nicht geklaut hatte. Leider hatten Led Zeppelin keine Zeit zum Jubeln, weil sie nun erneut verklagt wurden wegen eines Urheberrechts, denn eine Entität namens Gott meinte, dass ihm die Rechte am Begriff Heaven gehören würden. Noch zum Abschluss die Lately News Videospielkritik der Woche mit dem neuen Cyberpunk 2077 für alle aktuellen Konsolen wie dem Fisher-Price Smart Cycle. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Cyberpunk 2077 nur vollgestopft ist mit Fake-Bugs. Dabei hat Cyberpunk 2077 alles, was ein gutes Spiel braucht, nämlich eine Grafik, eine Steuerung, eine Spielfigur und sogar eine Welt. Also alles, was My Ponyo 14 nicht hatte. Aber da das Leben in Cyberpunk 2077 kein Ponyhof ist, wird er gemetzelt, dass selbst Geralt von Riva die Tränen kommen und er sich in sein Schwert wirft. Jedoch nur in sein Silberschwert, weswegen er nun selber eine Runde Cyberpunk 2077 spielen kann, denn zum Glück steht in der Feste der Hexer Kaer Morhen eine Sony PlayStation 5. Und so stellt sich mir nur die Frage am Ende, nach über 2077 Stunden, die ich alleine in der Charaktererstellung vom neuen Cyberpunk 2077 verbracht habe, wie haben es nur die Jungs und Mädels von CD Projekt geschafft, dass Cyberpunk 2077 Fallout 76 aussehen lässt wie Cyberpunk 1677. Deshalb sei niemals gewarnt, Cyberpunk 2077 10 von 10 plus 2 sonderdunkelgrüne Lately Fake Bugs an dich und plötzlich musst du leider vorerst wieder zurück in den Stall und auf das nächste Abenteuer warten. Oder auf den Rossschlechter. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.